Es ist ein ganz bestimmtes Geräusch, das Sie jetzt kennen. Das Geräusch der Kaffeemaschine am Morgen, wenn niemand mehr da ist, der eine zweite Tasse braucht. Vielleicht sitzen Sie gerade im Zimmer und es ist so still, dass Sie Ihre Uhr ticken hören. Diese Stille ist nicht einfach nur Abwesenheit von Lärm. Diese Stille hat ein Gewicht. Sie legt sich auf die Schultern, auf die Brust und manchmal auf die Seele. Wenn Sie jahrzehntelang neben einem Menschen gelebt haben und dieser Mensch plötzlich fehlt, dann verändert sich nicht nur das Haus. Dann verändert sich die Zeit selbst. Andere sagen vielleicht, die Zeit heilt alle Wunden. Aber das stimmt nicht ganz. Die Zeit verändert die Wunde, sie lässt sie nicht verschwinden. Und ich möchte, dass Sie heute wissen, was auch immer Sie fühlen, es ist richtig. Es ist menschlich. Und Sie sind hier nicht allein. Herzlich willkommen bei Seelenfrieden. Hier sprechen wir über die Themen, über die sonst niemand spricht. Über Verlust, über Alter, über das, was wirklich zählt. Wenn ein Leben leiser wird. Wenn Ihnen diese Worte etwas geben, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Nicht für uns, sondern für die stillen Momente, in denen Sie sich verstanden fühlen. Lassen Sie uns über etwas sprechen, das kaum jemand ausspricht. Den Verlust des Alltags. Nicht nur der Mensch fehlt, es fehlt das Klappern der zweiten Tasse im Schrank. Es fehlt die Stimme, die fragt, ob man den Regenschirm mitnehmen soll. Es fehlt das gemeinsame Schweigen beim Abendessen, das nie leer war, sondern voller Vertrautheit. 40 Jahre, 50 Jahre, man baut ein ganzes System aus kleinen Gewohnheiten. Und wenn dieses System plötzlich zerbricht, trauert die Seele nicht nur um den Menschen. Sie trauert um 1000 kleine Rituale, die niemand sonst je bemerkt hat. Und genau deshalb fühlt sich die Trauer manchmal so einsam an. Denn niemand außer Ihnen weiß, wie laut eine leere zweite Hälfte des Bettes sein kann. Und jetzt kommt der gefährlichste Teil. Viele Menschen in ihrem Alter funktionieren einfach weiter. Man macht das Bett. Man kocht. Man lächelt bei Nachbarn. Von außen sieht alles geordnet aus. Aber im Inneren wird nichts verarbeitet. Nur verschoben. Und aufgeschobene Trauer verschwindet nicht. Sie wartet. Manchmal Monate. Manchmal Jahre. 5. Funktionieren ist keine Stärke. Es ist oft nur ein Aufschub. Echte Stärke bedeutet nicht, nicht zu fühlen. Echte Stärke bedeutet, dem Gefühl trotzdem einen Platz zu geben, auch wenn es unbequem ist. Deshalb möchte ich Ihnen heute etwas Konkretes mitgeben. Nehmen Sie sich heute Abend 10 Minuten. Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort mit einem Blatt Papier. Und schreiben Sie einen Brief. Nicht an irgendjemanden, sondern an den Menschen, den Sie verloren haben. Schreiben Sie, was Sie nie aussprechen konnten. Schreiben Sie, wofür Sie dankbar sind. Sie müssen diesen Brief niemandem zeigen. Sie können ihn falten und in eine Schublade legen. Oder Sie lesen ihn sich selbst laut vor. Das Ziel ist nicht, den Schmerz zu lösen. Das Ziel ist, ihm einen Raum zu geben, damit er nicht mehr im Verborgenen wächst.
Und wenn ein bestimmter Geruch, ein bestimmtes Lied Sie plötzlich überwältigt, dann atmen Sie tief ein. Sagen Sie sich leise, das ist Liebe, die einen Ausweg sucht, nicht Schwäche. Ich möchte Sie zum Abschluss etwas fragen. Schreiben Sie es gerne in die Kommentare, wenn Sie mögen. Welches kleine, alltägliche Ritual vermissen Sie am meisten? Manchmal hilft es enorm, es einfach auszusprechen und zu sehen, wie viele Menschen hier genau dasselbe fühlen wie Sie. Wenn dieses Video Ihnen etwas gegeben hat, dann lassen Sie ein Like da und abonnieren Sie Seelenfrieden. Für den nächsten Moment, in dem Sie sich verstanden fühlen wollen. Bis bald. Und passen Sie gut auf sich auf.